Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute dieses neue Gerät von Bosch an. Das ist eine akkubetriebene Hydraulikstanze. Und warum mache ich das Video? Das ist ein Werkzeug, was wirklich die wenigsten von euch brauchen werden. Aber wir haben dazu ein ganz kurzes TikTok, Short, Reel, je nachdem, wie ihr das wollt, ein Kurzvideo dazu gemacht. Und das haben sich gefühlt Millionen von Leuten angeguckt. Und darunter war eine reichlich regliche, interessante Diskussion. Deswegen dachte ich, zeige ich euch das Ganze noch mal einen Tick länger. Wir haben hier ein neues Werkzeug von Bosch. Und Bosch hat deswegen ein neues Werkzeug rausgebracht, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt im Bereich Elektriker mehr Werkzeuge haben, also die Elektriker auch mehr unterstützen. Und deswegen haben wir hier dieses Gerät. Wozu ist es eigentlich da? Du kannst damit Löcher machen. Das ist eigentlich alles. Und zwar kannst du Löcher machen, wie zum Beispiel genau das da. Und dafür ist es da, um eben nicht zu bohren, sondern dieses Loch, wie sagt man eigentlich, zu stanzen. Ja, logisch, er hat dieses Loch zu stanzen. Und in der Grundkonfiguration sieht das Gerät übrigens genau so aus. So wie hier. Ja? Dann haben wir hier das Gerät und das macht das. Nein, das Gerät macht interessante Sachen, nämlich das kann diese Löcher hier stanzen und das Ganze relativ unaufgeregt. Ja? Sondern du drückst hier auf den Knopf und das zieht einfach ganz entspannt dieses Loch rein. Und deswegen werden wir das jetzt auch einfach mal machen. Ein großer Vorteil von diesem Gerät ist, dass es so stark beweglich ist. Und ja, ihr merkt, ich bin dafür kein Fachmann. Deswegen zeige ich euch das nur eine einfache Anwendung. Die Fachleute werden sicherlich in den Kommentaren da auch eine Menge dazu schreiben. So, also, großer Vorteil ist, es ist überall in jegliche Form und Richtung einsetzbar und drehbar. Und ich kann es wirklich hindrehen, wo ich will und auch entsprechend benutzen. Und jetzt zeige ich euch einfach mal das Gerät komplett in der Anwendung. Wir haben erst einmal genau dieses Teil, was wir hier einsetzen. Das setzen wir hier rein, schrauben das auch hinein. Und wir haben hier verschiedene Größen im Lieferumfang. Einmal genau diese. Das Ganze geht jetzt auch bis zu einer amtlichen Größe. Das ist schon ordentlich. Hier ist das entsprechende Gegenwerkzeug, was wir auch gleich in der Nutzung zeigen. Das ist schon ordentlich. Also da gibt es schon eine ganze Menge Größe auch, was man da nutzen kann. Momentan gibt es hier das Stanzwerkzeug bis 41 mm. Wir nehmen jetzt hier das Ganze mal ein bisschen kleiner und probieren das doch einfach mal aus. So, das hier wird einfach nur reingeschraubt, haben wir. So, dann setzen wir hier den ersten Abstandshalter drauf. Dann, weil wir hier so ein dünnes Blech haben, müssen wir hier nochmal einen zweiten Abstandshalter hinaufsetzen. Und jetzt können wir das quasi im Schaltschrank, da wo wir schon ein Loch gebohrt haben, das ist ganz wichtig, im Schaltschrank, wo wir dieses etwas größere Loch dann schön rausziehen wollen oder stanzen wollen, möglichst gradfrei, auch das probieren wir gleich mal aus, oder sehen wir ja gleich, dort müssen wir schon ein Loch vorbohren. Ja? Das Loch ist vorgebohrt oder wir haben schon ein Loch und dann sieht es so aus, wir haben hier schon ein Loch, so, dann führen wir das Ganze hier drauf, so, Moment, ich halte das einfach mal, so. Und dann kommt das eigentliche Teil, was wirklich den Stanzvorgang durchführt, hier drauf. So. Ja, wir haben das jetzt im Schaltschrank drauf. Zack, von der anderen Seite drehen wir es drauf. So. Und jetzt müssen wir nichts mehr machen, außer hier auf den Knopf drücken, aber das zeige ich dir in der Aufnahme. Und jetzt passiert die Magie. Und ihr seht jetzt, zack, das Ganze ist jetzt durch. Erst einmal schauen wir uns jetzt mal, ich drehe das hier mal zur Seite, inwiefern das ist wirklich, muss man sagen, auf einer Seite ist gar kein Grad, auf der anderen Seite ist es nahezu gradfrei, minimal, ja, würde ich sagen, minimal noch ein Grad dran. Das können wir jetzt einfach zack wegfeilen. Ja, das finde ich erstaunlich. Oh, finde ich gut. Jetzt gucken wir mal von der anderen Seite. Hier sehen wir nämlich, dass die Dinge, die man rausgestanzt hat, die sind hier drin. Moment. Nehmen wir jetzt mal wieder alles raus, das raus. Oh, da sind sie. Genau. Hier liegen sie nämlich drin. Hier sind die beiden Teile, die rausgestanzt wurden. Ja. So, und jetzt können wir meinetwegen jetzt wieder abbauen. Wir können jetzt andere Löcher machen, in anderen Größen und können jetzt entsprechend das in Serie machen. Und übrigens, dass wir uns jetzt nicht falsch verstehen, natürlich gibt es hier diese Matrizen auch in verschiedenen Größen, dass du auch noch größere Löcher machen kannst als die wir gerade gesehen haben. Das ist gar kein Problem. Bosch gibt übrigens die Anwendung wirklich hauptsächlich für Anwendungen im Schaltschrank an. Ja, wenn du eine Idee hast, wofür man das noch nutzen könnte, dann schreib es gerne mal in die Kommentare. Ihr habt jetzt gesehen, wofür es da ist, wie es funktioniert, alles gut und schön. In den Kommentaren gab es immer wieder eine Sache, wo ihr gesagt habt, verstehe ich nicht. Weil
am Ende ist es ja so, ich muss ja trotzdem ein Loch bohren. Denn ich muss ja hier, um das hier zu stanzen, muss ich ja hier ein Loch vorbohren. Und bei diesem Loch entsteht natürlich auch, also ich muss das vorbohren, es entstehen natürlich auch Späne und so weiter und so fort. Ist das jetzt wirklich ein großer Vorteil oder nicht? Und da bitte macht mal Folgendes. Diejenigen, die wirklich im Schaltschrankbau arbeiten, ja, die schreiben es unten in die Kommentare und sagen, ja, das macht so total Sinn oder nee, irgendwie machen wir das ganz anders. Würde mich wirklich persönlich sehr interessieren, weil ich glaube, die ganzen Laien sagen, hä, bohren, kann ich ja so bohren, ja, warum brauche ich das überhaupt? Wahrscheinlich, ich meine, gut, es hat schon seine Vorteile hier gerade, dass es gradfrei ist und so weiter, aber wer weiß, ja, schreibt das unbedingt in die Kommentare, würde mich super interessieren. Ich weiß, ungewöhnliches Video, ungewöhnliches Werkzeug, aber so ist es halt. Schreibt gerne auch mal unten in die Kommentare, ob ich die anderen Elektrowerkzeuge von Bosch mal testen soll und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.